Tierversuche sind in bestimmten Bereichen der Forschung unerlässlich. Hierzu zählt vor allem die Grundlagenforschung, aber auch die translationale und angewandte Forschung. Anlässlich zum Tag des Versuchstiers wollen wir zum Thema Tierversuche und deren Alternativen informieren, Denkanstöße geben und fordern dazu auf, sich kritisch und vor allem faktenbasiert mit diesem gesellschaftlich wichtigen Thema auseinanderzusetzen. Ein Tierversuch ist die Verwendung eines Tieres zur Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung, die zu Schmerzen, Leiden oder Schäden führen kann. Auch die Verwendung eines Tieres zur Herstellung und Gewinnung von Stoffen sowie die Nutzung zu Aus-, Fort- und Weiterbildungszwecken zählt als Tierversuch. Jeder Tierversuch muss bei der zuständigen Behörde beantragt und genehmigt werden. Zu dem Antrag gehören unter anderem Nachweise, dass die technischen und personellen Voraussetzungen für die Durchführung von Tierversuchen gegeben sind. Außerdem muss dem Genehmigungsantrag eine Stellungnahme des zuständigen Tierschutzbeauftragten beigefügt werden. Dieser unterstützt die Forschenden bei ihrem Vorhaben und fungiert als interne Kontrollinstanz. Insgesamt wurden im Jahr 2021 ca. 2,5 Millionen Versuchstiere eingesetzt. Davon waren insgesamt über 95% Nagetiere und Fische. Allein 3/4 aller Versuchstiere waren davon Mäuse. Im Jahr 2022 wurde der größte Anteil der Versuchstiere, ca. 39%, für die Grundlagenforschung verwendet. Auf die translationale und angewandte Forschung entfallen zusammen 10%. Für die Qualitätskontrolle, Toxikologie und andere Unbedenklichkeitsprüfungen wurden rund 11% der Versuchstiere verwendet. Weitere 11% entfallen auf die Erhaltungszucht, Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Art- und Umweltschutz. Die restlichen 29% der Versuchstiere wurden für andere wissenschaftliche Zwecke getötet, wie zum Beispiel Organ-, Gewebe- oder Zellentnahme. Um die Anzahl an Tierversuchen auf ein notwendiges Minimum zu beschränken, wird bei allen tierexperimentellen Arbeiten nach dem Prinzip der 3R vorgegangen. Die 3R stehen dabei für Replace, für Vermeidung, Reduce, verringern und Refine, verbessern. Die konsequente Umsetzung des 3R-Prinzips ist die Voraussetzung, dass Tierversuche in den zuständigen Behörden genehmigt werden. Es gibt eine Vielzahl an Alternativmethoden zu Tierversuchen, welche sich in 4 Kategorien einteilen lassen. Da gibt es zum einen In-vivo-Methoden, welche am lebenden Organismus durchgeführt werden. Dazu gehört unter anderem die Mikrodosierung, bei der Menschen eine geringe Dosis eines Medikamentes gegeben wird, um die Verteilung im Körper zu untersuchen. Die Toxizität einer therapeutischen Dosis lässt sich damit jedoch nicht bestimmen. Zusätzlich zählen zu den In-vivo-Methoden noch nicht-invasive Verfahren, wie MRT- und CT-Untersuchungen, sowie die Verwendung von weniger empfindungsfähigen Tieren bzw. Entwicklungsstadien. Als zweites gibt es die Ex-vivo-Methoden, bei denen beispielsweise primäre Zellen, ganze Organe oder Gewebeschnitte verwendet werden. Hierfür werden größtenteils zwar immer noch Tierversuche benötigt, allerdings kann das potenzielle Leid und vor allem die Anzahl an benötigten Tierversuchen reduziert werden. Bei den In-vitro-Methoden werden unterschiedlich komplexe Zellkulturen verwendet und bieten die Möglichkeit, unter anderem Stoffwechselvorgänge, Wirkmechanismen und Ähnliches zu untersuchen. Zusätzlich gibt es noch die In-silico-Methoden. Hierbei werden auf Grundlage von bestehenden Daten Computermodelle entwickelt und trainiert. Dies bietet dann die Möglichkeit, bestimmte Vorgänge nachzustellen und vorherzusagen. Hier am IFADE wird für viele Forschungsprojekte mit bestehenden Alternativmethoden gearbeitet. Dazu gehört eine Vielzahl an unterschiedlichen Zellkulturtechniken, von einfachen immortalisierten Zelllinien über Stammzellen bis hin zu menschlichen oder auch tierischen primären Zellen. Zusätzlich wird auch intensiv an neuen Methoden gearbeitet, um die Anzahl an notwendigen Tierversuchen in Zukunft zu reduzieren oder sogar komplett zu ersetzen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung von alternativen Testsystemen zur Vorhersage von Leber-, Entwicklungs- und Neurotoxizität. Mit verschiedenen Tests wird versucht, die Situation im Menschen bestmöglich in der Zellkulturschale abzubilden und so Abschätzung über das Toxizitätsrisiko von Substanzen ermitteln zu können. Hierfür werden unter anderem menschliche Leberzellen, immortalisierte Zelllinien und Stammzellen verwendet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Forschung zu genregulatorischen Netzwerken im Zusammenhang mit der Differenzierung von Stammzellen. Dies ist von besonderem Interesse, da sich Stammzellen zum einen in eine Vielzahl an hochspezifischen Zellen differenzieren lassen und zum anderen im Vergleich zu primären menschlichen Zellen kontinuierlich teilen können. Dies ermöglicht im Idealfall einen quasi unbegrenzten Vorrat an organspezifischen Zellen. Die Grenzen von Alternativmethoden liegen vor allem darin, dass sie nicht die ganze Komplexität des gesamten lebenden Organismus darstellen können. Häufig können nur Teilaspekte untersucht werden und die komplexen Wechselwirkungen der einzelnen Organe untereinander
und beispielsweise der Einfluss des Immunsystems bleiben dabei auf der Strecke. Da die Alternativmethoden oft nur einen Teilaspekt abbilden, sollten sie nicht unbedingt als Einzellösung betrachtet werden, sondern als Teile eines Puzzles, die komplementär ineinander greifen und zusammen sowohl mit anderen Alternativmethoden als auch Tierversuchen verwendet werden können. Eine andere Hürde sind die rechtlichen Vorgaben. Einige Tierversuche sind gesetzlich vorgeschrieben, um beispielsweise neue Medikamente zu prüfen. Bevor hier Alternativmethoden verwendet werden können, muss eine gesetzliche Änderung stattfinden. Bevor Forschende eine alternative Testmethode anstelle eines Tierversuchs nutzen können, durchläuft die Testmethode langwierige Prüfungsprozesse. Bis zu ihrer vollständigen behördlichen Anerkennung und allgemeinen Anwendung muss die alternative Testmethode einige Hürden nehmen. So muss beispielsweise die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit in unabhängigen Laboren überprüft werden. Obwohl zahlreiche Alternativmethoden im Einsatz sind diese noch nicht in der Lage, sämtliche Tierversuche in der Forschung zu ersetzen. Es können nur Systeme simuliert und nachgebaut werden, die zuvor komplett verstanden sind. Zudem bilden Alternativmethoden häufig nur Teilaspekte der äußerst komplexen Vorgänge im menschlichen Körper nach. Aus diesem Grund wird die Forschung in absehbarer Zeit auf Untersuchungen am lebendigen Tier nicht vollständig verzichten können.